Stoppock ist im Februar 1956 in Hamburg geboren. Er ist jedoch in Essen aufgewachsen, da seine Eltern aus Schlesien kommen und wegen der Arbeit ins Ruhrgebiet gezogen sind. Dadurch fühlt er sich auch immer noch mit dem Ruhrgebiet verbunden. Er hat dort einen gewissen Witz und das Multikulti in Anführungszeichen kennengelernt. Der Rockgitarrist Jimi Hendrix brachte ihn zum Gitarrespielen, unter anderem wegen der Originalität. Sein Vater starb früh, danach hat er nur noch mehr Musik gemacht. Mit 12 Jahren ist mein Vater gestorben. Das war ein sehr schmerzhaftes Erlebnis. Ich hatte mir vorher schon, seitdem ich 10 war, also 2 Jahre, wirklich intensiv eine Gitarre gewünscht. Ich habe die aber nicht gekriegt, weil wir einfach das Geld dafür nicht hatten. Und als mein Vater gestorben ist, hat mir dann meine Mutter wirklich die letzten Kröten zusammengekratzt, um mich zu trösten und mir diesen Wunsch erfüllt. Ein Musikstudium in der Volkwang Hochschule in Essen wurde er abgelehnt und dort vom Professor niedergemacht. Er hat allerdings schnell erkannt, dass der Professor falsch lag und nicht er und hat dann trotzdem angefangen, Musik zu machen. Mit 18 zog Stoppock dann als Straßenkünstler 3 Jahre lang durch Europa. Vor der Straßenmusik hat Stoppock als Krankenpfleger gearbeitet. Es war so ein Mix aus Praktikum und schon richtig in den Beruf rein. Er fand das eigentlich richtig gut, aber wegen der Hierarchie dort und dass er sich so ein wenig unterordnen musste, hat er nicht gut gefunden und hat deshalb auch damit aufgehört. Er wollte nämlich Unabhängigkeit. Er brachte dann gemeinsam mit der Ständerband im Jahr 1980 ein Album raus, was aber keine große Beachtung fand. Seit dem Beginn der 80er trat er dann solo oder mit der Band Stoppock auf. Im Jahr 1982 erschien dann unter diesem Namen sein erstes Album. Erste Aufmerksamkeit erhält Stoppock dann durch die Alben Stoppock im Jahr 1990, durch das Anschlussalbum Arschklan 1991 und Happy End im La-La-Land 1993. Aus dieser Zeit stammen dann auch Lieder wie Aus dem Beton und Ärger. 2000 gründete er dann die Platten- und Verlagsfirma La-La-Land und brachte von da an bei diesem Label seine Platten heraus. Insgesamt veröffentlichte er ganze 18 Studioalben. Das letzte erschien im Jahre 2020 unter dem Titel Jubel. Zum 65. Geburtstag für ihn gab es wegen Corona einen Geburtstagsstream, für den man sich Tickets kaufen konnte. Neben wenigen Gästen vor Ort wurden auch viele Künstler zugeschaltet. Lockdown hin, Lockdown her. Ich habe trotzdem Geburtstag. Ich werde wahnsinnige 65. Ich hätte nie gedacht, dass ich das schaffe. Das ist schon mal irgendwie ein wirklicher Grund zu feiern. Und ich möchte das mit euch feiern. Wie feiert man in dieser Zeit, wenn man den nächsten auch noch feiern möchte? Auf Distanz. Wir machen das mit einem Streaming-Konzert. Wikipedia schreibt zur Musik Stoppocks: Stoppocks musikalische Ausrichtung lässt sich als eine Mischung aus Folk, Blues und Rock bezeichnen. Die Mixtur wird gelegentlich mit Reggae, Funk oder West Coast Elementen versehen. Neben seinem Gitarrenspiel sind seine mit schnoddriger Stimme vorgetragenen deutschen Songtexte und Überleitungen charakteristisch. Er jedoch bezeichnet sich als Rockmusiker, sagt aber auch, dass er nicht in eine Schublade passt und auch nicht passen möchte. Stoppock macht bereits seit über 40 Jahren Musik. Eine lange Zeit, in der sich natürlich einiges verändert hat. Es gab auch Neuheiten wie CDs und dem Internet und damit neue Vertriebswege. Seine Lieder sind aber größtenteils gleich geblieben. Es gibt nach wie vor einen Mix aus nachdenklichem, humorvollem und auch politischem. Das erste Album erschien im Jahr 1982 unter dem Namen Saure Drops und Schokoroll. Vier Jahre später gab es dann das Album Nie Genug, bevor er durch das Album Stoppock 1990 dann erste Bekanntheit erhielt. Ich hab den neuesten Trend wieder mal verpennt. Kann mir einer helfen, gibt dann, der sie noch auskennt. I don't know, baby, I don't know, please, please help me, I'm so confused. Ich hab den neuesten Trend. Auch das Album Aschklar, was ein Jahr später erschien, erhielt Aufmerksamkeit. Aus ihm stammten bekannte Lieder wie Aus dem Beton und Risiko. Dumpf dröhnt es aus dem Beton, wie ein Schrei in das Ohr. Es dröhnt wie ein Gong und es kommt ihr so vor, als wäre der Winter zu Ende. Sie brannten, sie schlugen immer kräftig über die Stränge. Risiko, 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 Risiko. Im nächsten Album Happy End im La-La-Land 1993 erscheint ein weiteres bekanntes Lied namens Dumpfbacke. Dumpf
Schranke, Dünnbettbohrer, Weichei, abführen. Sonst schlägt er in Wetterprophet teilweise eher ruhigere Töne an. Ich bin kein Wetterprophet. Und schreibt mit dem Stück, denkt er lieber nochmal drüber nach, ein Lied gegen die Angriffe auf Asylbewerberheime. Und du betest diese Ratte des Jahrhunderts an, ich würd mich schämen. Sagst Asylanten, jetzt seid ihr aber dran, warum zündest du nicht einfach mal dich selber an? Das würde gehen, denk da lieber nochmal drüber nach. 1994 erscheint ein Instrumental-Album und im Jahr 1995 bringt Stoppock das Album Silber heraus, unter anderem mit dem Lied Schwafel nicht. Schwafel nicht rum, es wird ja dadurch nicht besser. Und mach mich auf lieb und Mit dem Best-of-Album Hast du mal ne Mark endet 1996 dann seine kommerziell sehr erfolgreiche Phase. wie tief kann man sehen. Nach dem Album mit Sicherheit im Jahr 1997, auf dem unter anderem der satirische Song Feine Idee ist, kam ein Jahr vor der Jahrtausendwende das Album Neues aus La La Land heraus. Auf diesem waren zum Beispiel Stücke wie Mülldeponie und Jede Stunde. Ich war heut bei der Mülldeponie. Wie viel Müll kann man schlucken? Jede Stunde bringt dich ein Stück näher. Oh, ich denk an dich, wenn im Scheinwerfer Licht die Nacht anbricht. Nach der Jahrtausendwende und unter eigenem Label gab es dann 2000 ein weiteres Album mit dem Namen Grundvergnügen, Stoppock plus Worthy. Aus diesem stammt auch ein bekanntes Lied, und zwar Learning by Burning. Kaum dass ich saß, sah ich diese beiden blond gelockten, süßen kleine Bengels, wie sie ganz alleine hockten. Bei Kerzen vor sich aufgebaut, mit denen die beiden spielten. Ich sah nur, wie sie irgendwelche Stöckchen in die Flamme hinein. Da plötzlich hält sie inne und sagt, Mensch, sei doch mal still. Was riecht denn hier so angebrannt, das ist doch nicht der Grill. Es war einer ihrer Knaben, der da so streng roch. Die schrie mich an, jetzt tu doch was, jetzt hilft dem Jungen. Doch in meinem Duselkopf stolperte ich zu dem Unglückskind. Seine Haare brannten lichterloh und fackelten im Wind. Ich kippte ganz spontan meinen Schnaps über seine Rübe. Das hätte ich nicht tun sollen, denn jetzt wird's wirklich trübe. Doch erstmal gab es eine imposante Explosion. Die Mutter schrie hysterisch, was ist mit meinem Sohn? Also, das konnte ich jetzt überhaupt nicht mehr verstehen, denn was mit ihrem Sohn war auf Kilometer gut zu sehen. Da hörte man schon die 2 Jahre später erscheint dann das Album Wellness. Darauf sind ruhige Lieder wie In 25 Jahren und Viel zu schön. Dich denk ich noch, in 25 Jahren an dich denk ich noch. Viel zu schön hier auf der Erde, viel zu schön für ein Leben in der Herde. Lass sie ziehen, ganz egal wohin. Im Jahr 2003 veröffentlicht Stoppock das Album Bla Bla Nonstop und macht danach eine Pause mit 9 Stücken. In dieser gibt es Live-Mitschnitte und Best-ofs. 2008 kamen dann mit dem Album Sensationssturm wieder neue Songs. Man will ja nur, dass nichts dagegen spricht, wenn man endlich in ein neues Land aufbricht. Dass der Weg nie allzu steinig ist und man die alte Heimat nicht zu sehr vermisst. Ich ins Bett, von 3:30 bis 3:30. Ein Stündchen Schlaf und nichts von dem, was war. Mit dir und mir. 2009 und 2010 produzierte Stoppock dann zusammen mit seinem Bassisten Worthy die Alben Grundblues und Grundblues 2.1. 2014 kommt dann das Album Popschutz heraus mit zum Beispiel dem Lied La Compostela, was von einer afrikanischen Band inspiriert war und bei dem er nicht wusste, dass ein Wallfahrtsort in Spanien tatsächlich Santiago de Compostela heißt. Wir pilgern mit unserem Müll nach La Compostela. Wer im Kreis geht, spart sich den Rückweg. Wenn du spannst, wie schnell ist nichts passiert. Als sein 17. Studioalbum bringt Stoppock 2016 Operation 17 raus, auf dem unter anderem das Lied Mein Herz hat damit nichts zu tun drauf ist. Mein Herz hat damit nichts zu tun.
Kurz vor der Corona-Pandemie kam dann 2020 das Album Jubel heraus, zu seinem 40. Dienstjahr als Musiker. Darauf enthalten natürlich der Titelsong Verjubeln, aber auch das Lied Lass sie alle rein, für das er auf YouTube einen Shitstorm kassierte, und das Stück Mal dein Herz an, bei dem er sich dafür einsetzt, so zu leben, wie man möchte. Hey, komm, wir verjubeln den Rest vom Paradies. Wir waren die Pain in the Ass für den schönen Planet. Waren hochintelligent, trotzdem tief schön blöd. Haben alles vergeigt, was nur irgendwie geht. Ein Wunder, dass die Erde sich immer noch dreht. Lass sie alle rein, lass sie alle rein, lass sie alle rein. Lass sie alle rein, lass sie alle rein, lass sie alle rein. Mal dein Herz mit Farbe an, möglichst bunt, steck ne Rose dran. Dass Stoppock nicht groß rauskommen will, sollte mittlerweile klar sein. In einem Interview hat er dazu mal gesagt: Ich habe Jahrzehnte darauf hingearbeitet, unter dem Radar zu laufen, und dann ausgeführt: Das zu schaffen ist doch Wahnsinn, in einer Welt, wo alles erfasst wird, ist das mein erklärtes Ziel. Stoppock hat auch eine eigene Meinung zu Fernsehauftritten. Zitat: Bei den Öffentlich-Rechtlichen und im Privaten sowieso gibt man am Anfang die Seele ab und muss sich dann unterordnen. Dass er das nicht gemacht hat und diese Einstellung eben hat, sieht er mit als Grund dafür, dass er eben nicht so richtig groß herausgekommen ist. Ansonsten sieht er auch die Musikauswahl der Öffentlich-Rechtlichen kritisch, die sei nämlich von den großen Firmen bestimmt, und es sollte nicht einfach irgendwer Musikchef werden, nur weil derjenige mal BWL studiert hat. Noch jemanden, den Stoppock unsympathisch findet, sind die großen Labels. Zitat: Wenn man da zusammenarbeitet, muss man sich nicht wundern, dass die Welt so wie sie wird. Das ist Populismus. Er hat sich dann konsequent auch gegen ein Label gewandt. Mit Dumpfbacke, mit dem Album Happy End im Lalaland, da hatten wir einen verhältnismäßig großen Erfolg in den Medien. Weißt du? Und danach habe ich zum Beispiel gegen Anraten der Plattenfirma, die mich bekniet hat, das nicht zu tun, habe ich ein Instrumentalalbum rausgebracht. Ansonsten singt er in Liedern gegen den Mainstream, und auch wenn sich manche Stücke wiederholen, hier ein paar Beispiele. Das erste wäre das Lied Feine Idee, das eine satirische Kritik an der Umweltverschmutzung ist. Feine Idee mit der Autobahn vor der Tür. Jetzt ist es endlich nicht mehr so langweilig bei mir. Feine Idee, das ist eine feine Idee. In dem Lied Viel zu schön plädiert er dafür, einen eigenen Weg zu suchen. Bei allen Seuchen dieser Erde, ich schwör dir, das ist nicht deine Herde. Lass sie ziehen, ganz egal wohin. Genauso wie im Lied Ganz egal, was auf der Fahne steht, aus dem Jahr 2015. Und du rennst ihnen hinterher, ganz egal wohin es geht. Ganz egal was auf der Fahne steht, die du trägst, ganz egal in welches Bett du dich am Abend legst. Und noch ein aktuelles Beispiel ist der Song Pack mit an. Dort singt er dafür, dass man zusammenarbeitet und friedlich miteinander leben soll. Nimm den Stein, den du gerade schmeißen wolltest, und leg ihn zu den anderen, denn wir brauchen ihn, um die Straße zu packen. Pack mit an, pack mit an. Stoppock arbeitet mit sehr vielen Künstlern zusammen, auch mit vielen indischen und afrikanischen Künstlern. Dabei entstehen dann oft indische Versionen von seinen Songs, unter anderem von dem Stück Dein Glück. Dein Glück, dein Glück. Noch eine Zusammenarbeit gab es mit der schwedisch-afrikanischen Band Fjaril, was übrigens Schmetterling auf Schwedisch heißt, und dabei ist das Lied Inclueco Freedom for Africa entstanden. Stoppock hat außerdem ein europaweit bekanntes Festival, Stoppock und Artgenossen heißt das. Das gibt es seit 2008, und bei dem Festival lädt er zwischen 10 und 50 Künstler zu einem Konzertabend ein. Das Ganze findet normalerweise in Landsberg am Lech statt. 2014 gab es aber auch ein Konzert in Worpswede. Ein kleines Beispiel, wie das dann hier aussieht, ist jetzt das Lied Volle Fahrt voraus. Das stammt 2014 vom 7. Teil, der, wie gesagt, in Worpswede stattgefunden hat. 1, 2, 3, 4. Volle Fahrt voraus, ganz egal wohin. Auch wenn Stoppock den ganz großen Durchbruch nicht geschafft hat, hat er sich so in seiner Nische etabliert und auch einige Preise gewonnen. Hier eine Auswahl. 2000 hat er sowohl die Ehrenantenne des Belgischen Rundfunks bekommen, das ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk der deutschsprachigen Community in Ostbelgien,
und auch den SWR Liederpreis. Mehrmals hat er auch den Jahrespreis der Bestenliste bekommen. Das ist laut Wikipedia die Kritiker-Hitparade für deutschsprachige Liedkunst. 2013 gab es den Deutschen Musikautorenpreis der GEMA für ihn. 2014 hat er den Kleinkunstpreis der Stadt Rheine bekommen, bevor er dann 2015 für seine humorvolle Art den Deutschen Kleinkunstpreis erhalten hat. Er hat in einem Interview dazu mal gesagt, wenn man meine Anmoderation aufgeschrieben hätte, könnte man daraus bestimmt auch ein Kabarettprogramm machen. 2016 bekam er den Deutschen Weltmusikpreis Ruth und 2020 den Tana Shanzara-Preis. Zur Erklärung, Tana Shanzara war eine Schauspielerin und Komödiantin aus dem Ruhrgebiet. Also ich habe nicht den Traum, auf der Bühne zu sterben, also möchte ich nicht. Das möchte ich weder meinem Publikum zumuten, noch mir selber. Also ich werde aber mit Sicherheit wirklich, solange ich kann, Musik live auf der Bühne machen.